Hallo, heute testen wir auf funkyhome.de den neuen Sunpura S2400 Balkonkraftwerkspeicher von Novgen mit integriertem Aerosol-Brandschutzsystem und Smart-Meter-Anbindung sowie einer extrem hohen Leistung von 2400 Watt am Off-Grid-Ausgang, was wir natürlich auch gleich ausprobieren. Sunpura ist eine Marke von Novgen, die sich auf Plug-and-Play-Energiespeichersysteme spezialisiert hat. Und da passen Balkonkraftwerkspeicher natürlich genau ins Konzept. Erstmalig haben wir das S2400 System als Vorserienmodell auf der Solar Solution 2024 entdeckt und in dem Solar Solution Video auf unserem funkyhome Channel präsentiert. Dort konnte man aber auch sehen, dass es doch noch ganz schön abgewichen hat von dem, was es jetzt geworden ist. Nun wurde das Sunpura S2400 System deutlich weiterentwickelt und auch in Deutschland etabliert. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Was bringt es, wenn die Sachen halt eben in Deutschland überhaupt gar nicht verfügbar sind? Genauer gesagt besteht der Sunpura S2400 aus einem A2400 Wechselrichter, der auch nur 13,7 Kilogramm wiegt, und einer B2400 Batteriebox nennt die sich, die jeweils 2400 Watt Kapazität bietet. Und durch den hochwertigen LiFePO4 also Lithium-Ferrophosphat-Akku, wiegt dieser Akku 30 Kilogramm. Wobei es laut Datenblatt sogar noch eine B4800 Batteriebox gibt, die aber dann dementsprechend auch natürlich das Doppelte wiegt. Und dann gehen wir direkt auch noch auf die Maße ein. Das Sunpura S2400 System ist 450 mm hoch, über alles ca. 490 mm breit und ca. 290 mm tief. Wobei jeder B2400 Akku ca. 287 mm hoch ist und mit 3 Akkus wäre man somit theoretisch bei 177 mm für den A2400 und 3 x 287 mm für jeden B2400 Akku und kommen dann theoretisch auf eine Höhe von 1038 mm, also insgesamt ca. 1 Meter. Da es aber Maße über alles sind, und zum Beispiel die Füße beim Übereinanderstapeln, diese Füße, die hier unten drunter sind jeweils, in den anderen Akku hineinragen, kommen wir nur auf 97 cm Gesamthöhe für ein System mit einem A2400 und 3 B2400. Das mag jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig erscheinen, aber gerade im Heimbereich spielt der Platz und das Gewicht natürlich auch immer wieder eine große Rolle. Und wo wir gerade beim Gewicht sind. Ein großer Vorteil des modularen Aufbaus liegt eben darin, dass man nicht sofort die volle Batteriekapazität kaufen muss, sondern man kann auch einfach immer mal wieder nachrüsten, zum Beispiel mal später bei einem Angebot zuschlagen und einfach mal 1 oder 2 Akkus nachkaufen, wenn es denn erforderlich ist oder wenn man das dann überhaupt merkt, dass es für einen sinnvoll ist. Es kommt natürlich auch immer auf die Solaranlage an. Wenn man jetzt zum Beispiel nur 2 Panels hat, ist es natürlich ein bisschen oversized, wenn man 3 Akkus nimmt. Bei dem Sunpura S2400 Lieferumfang enthalten ist so eine Schnellinstallationsanleitung, die wir uns eigentlich von jedem Anbieter wünschen würden. Denn sie ist mehrsprachig, die kann so aufgeklappt werden und hat dann nochmal alles in allen möglichen Sprachen draufstehen und ist gut bebildert. Man kann das alles recht gut verstehen. Und das ist wichtig, dass wenn der Anfang, dass der halt eben schon direkt richtig funktioniert und man eben auch schon weiß, aha, so wird es aufgebaut, so wird es eingerichtet und so weiter. Natürlich gehen wir nicht auf die Details ein, aber sie ist mehrsprachig und enthält erstmal alle Grundinformationen, die zum Aufbau und zum Anschluss erforderlich sind. Dazu gibt es noch eine Garantiekarte sowie die Sicherheitsbestimmungen und nochmal einige Montageteile mitsamt Schrauben zur Befestigung, denn man sollte das System nicht direkt an die Wand klatschen, sondern mit etwas Abstand an der Wand anbringen. Und es ist sogar noch ein 5 Meter langes On-Grid-Anschlusskabel mit dabei. Das hier ist der Schokostecker und das hier kommt dann dementsprechend in den A2400 Wechselrichter. Ob das immer 5 Meter sind, kann ich nicht ganz genau sagen. Das Problem ist, wir haben das natürlich relativ schnell bestellt, damit wir halt schon das Video jetzt online stellen können und auch schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln können, wie denn das überhaupt mit dem System funktioniert. Es kann natürlich sein, dass sich das immer wieder ändert, dass sie halt vielleicht nur ein 3 Meter Kabel dabei legen. Aber im Moment lag jetzt ein 5 Meter Kabel dabei und das macht sogar einen ganz guten Eindruck. Optional sind sogar noch
Sunpura Smart Plugs verfügbar. Die kann man preiswert mit dazu bestellen oder nachbestellen. Und noch ein recht preiswertes Sunpura Smart Meter. Das sollte aber natürlich von einem Elektrofachbetrieb installiert werden, denn das muss halt eben in den Verteilerkasten. Optional kann man aber natürlich auch andere Smart Meter von anderen Firmen verwenden, wie zum Beispiel hier von Shelly oder Everhome oder ähnlichen Systemen. Und laut Sunpura werden hier auch noch einige weitere Firmen mit dazukommen. Wir haben auch schon in der App gesehen, dass mehrere Systeme schon unterstützt werden. Und von Shelly zum Beispiel gibt es nicht nur die Smart Meter Unterstützung, sondern eben auch alle möglichen Smart Plugs bereits. Und die kann man dann auswählen und für eine dynamische Einspeisung in das Hausnetz auswählen. Kommen wir aber nun wieder zurück zu dem S2400 Energiespeichersystem, das wie gesagt mindestens aus zwei Teilen besteht. Einmal dem oberen Sunpura A2400 Wechselrichter. Hier sieht man das. Der wird einfach auf das andere System draufgesteckt. Und zwar kann man dann bis zu 4 B2400 Batteriespeicher hier unten drunter übereinander stapeln. Die B2400 Batteriebox hat auf der Unterseite und auf der Oberseite Steckkontakte. Die werden geschützt durch solche Gummikappen hier. Die muss man erstmal entfernen, bevor man die übereinander stapeln kann. Auf dem unteren bleibt die natürlich drauf und die anderen dazwischen müssen halt eben jeweils entfernt werden. Und dann kann man diese leicht übereinander stapeln. Eine Batteriebox bietet jeweils 50 Ampere-Stunden und 48 Volt. Das sind dann jeweils 2400 Wattstunden Kapazität. Es verfügt aber auch auf der Seite über einen Power-Touch-Schalter, den man unbedingt immer zuerst einschalten und zuletzt ausschalten sollte. Also immer erst unten einschalten, dann den oberen Wechselrichter einschalten. Der hat nämlich ebenfalls eine Power-Tast-Schalter. Ich sage das so bewusst Power-Tast-Schalter. Das ist kein Taster, sondern es ist ein wirklicher Schalter, der einrastet. Man drückt drauf und der rastet dann ein. Man sieht dann auch optisch, dass der halt eben eingeschaltet ist oder ob der ausgeschaltet ist. Das ist natürlich sehr praktisch. Wir haben das jetzt hier mal eingeblendet. Und der schwarze Knopf darunter ist kein Anschluss und darunter befindet sich auch keine Feinsicherung, sondern es ist ein sogenannter Vent-Plug als Abdichtung und als Entlastungsventil für das abgeschlossene System. Kommen wir damit aber auch nun endlich zu dem spannendsten Teil. Und das ist der A2400 Wechselrichter. Der hat hier auf der linken Seite ebenfalls einen Power-Touch-Schalter, einen Vent-Plug und verfügt dort über die 4 MC4-Anschlüsse für die beiden MPPTs. Das sind also die Eingänge für die PV-Panels. Jeder PV-Eingang erlaubt jeweils 1000 Watt, sodass wir insgesamt 2000 Watt einspeisen können. Da derzeit laut EEG, also Erneuerbaren Energiegesetz in Deutschland, derzeit ohnehin nur 2000 Watt Peak PV-Module zulässig sind, passt das natürlich wunderbar. Aber die Anmeldung im Marktstammdatenregister darf man natürlich trotzdem nicht vergessen. Wir haben das auch schon häufiger mal erklärt, wie das funktioniert, denn das ist auch bei Balkonkraftwerken Pflicht. Das aber dank der vereinfachten Anmeldung schnell erledigt. Man darf natürlich auch mehr als 2 PV-Module an die beiden MPPTs anschließen, muss sich aber hierbei unbedingt an die maximal zulässigen Werte halten. Ganz gleich, ob man die Module nun parallel oder in Reihe schaltet, wichtig ist, dass man sich daran hält, wie die maximale Spannung und die maximale Stromstärke ist. Sunpura war so zuvorkommend und hat hier oben drauf einen Aufkleber angebracht, wo alles draufsteht, alles Wichtige zur maximalen Einspeisespannung, die hier 100 Volt derzeit beträgt und ein maximaler Betriebsstrom von 16 Ampere je PV-Eingang. Das kann natürlich immer ein bisschen variieren, unbedingt erstmal drauf schauen, was denn möglich ist und was erlaubt ist. Wer das System im Freien verwenden möchte, hat bei den Lüftungsschlitzen bestimmt gerade schon einen Schrecken bekommen. Aber laut Sunpura, die haben wir hier auf beiden Seiten oben, aber laut Sunpura ist das System trotz alledem IP65 Staub und Spritzwasser geschützt. Im oberen Bereich werden aufgrund der hohen Ausgangsleistung 2 Lüfter integriert, die sehen wir hier im seitlichen Bereich. Aber selbst die sollen IP65 tauglich sein. Wir können das natürlich ein bisschen schlecht prüfen, wir wollten das jetzt nicht unter Wasser setzen. Vor allem die Definition IP65 ist wirklich sehr detailliert, da muss man sich schon dran halten.
wie man da drauf sprüht. Es war aber leider sehr schwierig, den Wechselrichter komplett zu zerlegen. Wir haben es probiert und angefangen, aber haben dann doch irgendwann aufgegeben. Wir vermuten dahinter ein Zweikammersystem, wo sich im oberen Bereich ausschließlich Kühlkörper befinden und die Lüfter und im unteren Bereich dann eben die entsprechende Elektronik, die natürlich gegen Wasser geschützt werden müssen. Deshalb ist eben auch das Ventventil auf der Seite und das ist nur in dem unteren Bereich. Also wir haben hier eine untere Abdichtung von dem äußeren Bereich. Auch alle Anschlüsse haben halt eben eine Schutzkappe oder sind geschützt durch weitere Kappen, die man abschrauben muss oder ähnliches. Und laut Datenblatt kann der Energiespeicher sogar in einem Bereich zwischen minus 20 Grad und plus 55 bis 60 Grad betrieben werden. Ganz wichtig ist aber, dass man alle technischen Daten nochmal ganz genau aktuell bei seinem eigenen Produkt nachschaut, da die Systeme natürlich auch immer ein bisschen variieren können. Und es ist halt eben auch wichtig, dass, wenn man wirklich das System draußen betreibt, immer alle Schutzkappen wieder drauf machen, wo gerade nichts angeschlossen wird. Also nicht einfach diese Anschlüsse offen lassen und ja, wird schon nichts passieren. Da kommen wir jetzt auch schon direkt hier zu dieser anderen Seite, wo ich die ganze Zeit hier drauf drücke. Wir zeigen das hier auch in dem Bild. Dort sieht man eine Antenne für Bluetooth und Wi-Fi, die man sogar abschrauben kann. Ich zeige das mal eben. Die kann man abschrauben und dann hat man hier diesen gängigen Anschluss da drin. Und dann kann man das System halt eben auch in einem anderen Bereich verwenden, außerhalb des Routers. Also man könnte sich zum Beispiel ein Verlängerungskabel machen und die Antenne irgendwo ein bisschen anders hinsetzen und dann das ganze System ein bisschen erweitern. Darunter befindet sich eine IoT-Reset-Taste. Daneben ist eine mögliche Schutzleiterverbindung, also Erdungskabel. Und dann haben wir noch ein richtig tolles Feature und das ist die Off-Grid-Steckdose. Diese Off-Grid-Steckdose hat eine Ausgangsleistung von sage und schreibe 2400 Watt. Der Peak darf sogar laut Datenblatt 0,2 Sekunden lang auf bis zu 3600 Watt gehen und dieser höhere Peak kann beim Einschalten des angeschlossenen Gerätes wirklich sehr wichtig sein. Und wir merken nämlich immer wieder, dass es einen hohen Peak beim Einschalten von Geräten geben kann. Daneben befindet sich noch der On-Grid-Anschluss, um die 800 Watt in das Hausnetz einzuspeisen, mit dem zuvor gezeigten On-Grid-Anschlusskabel, der dann auf der anderen Seite halt eben den Schokostecker hat. Und das wird dann an die normale Haussteckdose angeschlossen. Und dann haben wir daneben sogar noch einen kleinen RJ45 Schnittstellenanschluss, falls man mehrere Systeme parallel schalten möchte. Das haben wir allerdings selber noch nicht ausprobiert, aber zumindest laut Unterlagen kann man mehrere Systeme sogar nebeneinander betreiben. Man kann ohnehin je System bis zu 2,4 Kilowattstunden Akkus betreiben und kommt damit schon auf 9,6 Kilowattstunden. Laut Sunpura könnte man je Phase auf 9,6 Kilowattstunden kommen, also bei 3 Phasen auf 28,8 Kilowattstunden Kapazität. Die Erweiterung müsste dann aber natürlich von einem Elektrofachbetrieb angemeldet werden, denn das gilt dann nämlich nicht mehr als Balkonkraftwerk. Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten für das Novgen Sunpura S2400 System. Man kann beispielsweise Solarmodule DC-seitig an den beiden PV-Eingängen einschließen, das mitgelieferte lange On-Grid-Kabel dann AC-seitig anschließen und mit dem Haushaltsstrom verbinden. Und zusätzlich noch leistungsstärkere Geräte, halt eben mit bis zu 2400 Watt, direkt an der Off-Grid-Steckdose anschließen. Und je nach Energieplan in der Sunpura-App kann man dann wählen, ob man den Batteriespeicher zuerst aufladen möchte oder bevorzugt direkt mit den 800 Watt in das Hausnetz einspeisen möchte. Wer möchte, muss übrigens nicht unbedingt PV-Module auf der DC-Seite anschließen, sondern kann das System auch als Batteriespeicher für dynamische Stromtarife verwenden, was gerade voll im Trend liegt. Wir haben das schon öfter gezeigt und werden auch bei der App nochmal darauf eingehen, denn nicht jeder hat die Möglichkeit, Solarpanels anzubringen, kann aber vielleicht trotzdem von so einem System profitieren, da man über seinen Stromanbieter dynamische Stromtarife beantragen kann. Darüber erhält man dann die Möglichkeit, den Strom zu bestimmten Zeiten günstig einzukaufen, um dann den Strom zu den teuren Zeiten aus seinem Akku zu beziehen. Also zum Beispiel nachmittags, wenn der Strom relativ günstig ist, kann man halt eben einspeisen in den oder in die Akkus
und kann das System dann abends oder nachts halt eben, wenn der Strom relativ teuer wird, weil halt eben nicht genügend produziert wird, kann der dann aus dem Akku genommen werden. So oder so sollte man sich die Sunpura App installieren und kann dann direkt per Bluetooth und WLAN auf das System zugreifen bzw. über die Cloud, um dann alle Funktionen zu erhalten. Wir schalten das Gerät jetzt erstmal ein. Und wie ich vorhin schon sagte, müssen wir zuerst den Akku einschalten und schalten dann das System ein. Wir sehen jetzt hier einmal ganz kurz ein grünes Blinken. Ja, es geht schon los. Oh, jetzt blinkt es rot. Ne, ist aber richtig. Das ist der Startvorgang. Das signalisiert jetzt, dass alles in Ordnung ist. Nämlich dieses langsame, grüne, smooth Leuchten soll ein Ambiente bringen. Okay, wer es im Keller stehen hat oder vor der Tür, der wird das System ausschalten. Aber das zeige ich auch noch in der App. Kommen wir damit auch schon zur App. Hier sehen wir die Sunpura App. Ich blende das mal gleich hier ein. Und in dieser Sunpura App können wir nun alles übersichtlich erkennen und einstellen. Uns ist in der Sunpura App allerdings aufgefallen, dass man zwar bereits die deutsche Sprache auswählen kann, allerdings sind einige Übersetzungen noch nicht wirklich korrekt. Hier unter dem, ich zeige das mal ganz kurz, unter dem Arbeitsmodus findet man zum Beispiel bei den benutzerdefinierten Modus in den Einstellungen, wenn man dann einen Energieplan einrichtet, da kann man halt sagen, man möchte einspeisen von bis und sollte dann auf Speichern drücken, dann steht hier Einstellung. Wenn man aber jetzt einfach zurückgeht, wird diese Einstellung, die man gemacht hat, nicht abgespeichert. Also das heißt, dieser Button sollte eigentlich Speichern heißen. Da sind die Übersetzungen leider noch nicht so ganz hundertprozentig. Aber das ist nicht schlimm, das haben wir bei anderen Apps von anderen Herstellern genauso gesehen. Dass es sich erstmal etablieren muss und dann durch das Feedback auch von den Kunden die App so verbessert oder optimiert wird, hoffentlich zumindest, dass man halt eben damit noch besser arbeiten kann. Ja, und genau das haben sie gemacht, denn nachdem das Video fertiggestellt wurde, wurde auch gleich ein Update online gestellt, wo dieser Fehler behoben wurde. Dort steht jetzt Speichern, so wie es sein soll. Zudem würden wir uns je nach Auflösung dann nochmal über etwas größere Anzeigen der Werte freuen, denn wenn man das mit dem Tablet verwendet, sieht das zwar alles toll aus und ist auch wirklich schön und groß dargestellt, allerdings ist das auf dem Smartphone nicht ganz optimal gelöst, weil die doch sehr klein sind, die Wattanzeigen. Aber dafür ist die Übersicht gut gelungen, trotzdem, und man kann alle wichtigen Funktionen eben in dieser Übersicht bedienen. Und das wäre jetzt zum Beispiel die Off-Grid-Steckdose, die man hier drüber ein- und ausschalten kann. Jetzt haben wir sie gerade ausgeschaltet und wir können die natürlich auch wieder einschalten. Und das war auch noch so eine Sache. Was kann die Off-Grid-Steckdose überhaupt? Laut Datenblatt verfügt die Off-Grid-Steckdose natürlich über 230 Volt bei 50 Hertz. Aber ob sich da wirklich um reinen Sinus handelt oder modifizierten Sinus handelt, konnten wir in dem Datenblatt und in der Anleitung nicht entnehmen. Deshalb haben wir gleich unser Oszilloskop angeschlossen und mal nachgemessen und sehen eine absolut stabile und saubere 50 Hertz Sinuskurve sowie eine Wechselstromausgangsspannung von ca. 230 Volt. Also alles vollkommen im grünen Bereich. Das ist wichtig, da nicht alle Geräte eine modifizierte Spannung vertragen und da ist ein reiner Sinus doch die beste Wahl. Bevor wir aber nun zum Ende kommen, möchten wir den Balkonkraftwerkspeicher natürlich auch nochmal richtig belasten. Stecken wir dazu einfach mal einen Verbraucher mit etwas über 2000 Watt an die Off-Grid-Steckdose und schauen, ob das wirklich über den Akku betrieben werden kann. So, eingesteckt. Und jetzt können wir die Off-Grid-Steckdose direkt hier drüber einschalten. Man hört einen Klack von dem Relais. Und dann sehen wir hier unten in der Anzeige, so langsam aber sicher, 2208 Watt werden aus dem Akku entnommen und 2085 Watt, 2082 Watt werden eben ausgegeben in die Off-Grid-Steckdose und das sind ungefähr 5% dann Verlust. Ist aber vollkommen im grünen Bereich und das ist so, weil halt eben der Batteriespeicher
mit Gleichstrom arbeitet. Der gibt also DC Gleichstrom aus und dann wird das Ganze in Wechselstrom umgewandelt im oberen Bereich und kommt dann hier als 230 Volt reiner Sinus raus. Und da geht natürlich auch immer was verloren in Form von Wärme, wird aber jetzt noch nicht wirklich warm. Ja, aber was soll ich sagen? Es klappt. Also wir haben ungefähr 2 Kilowatt Leistung gerade, die hier über diese Steckdose über den Energiespeicher ausgegeben werden und das ist wirklich außergewöhnlich viel. Also wir haben ja andere Systeme gehabt, die haben maximal 800 oder 1000 oder vielleicht sogar 1400 Watt gehabt, aber 2400 Watt ist super. Also das kann man halt für alles Mögliche verwenden. Wir haben da auch schon ein bisschen was im Kopf, dass man zum Beispiel damit auch ein Elektroauto aufladen könnte. Aber das ist eine andere Sache, das werden wir irgendwann selber erstmal ausprobieren. Jo, und genauso gut können wir das natürlich auch wieder ausschalten. Und jetzt ist das System wieder abgeschaltet. Wir werden hier natürlich demnächst auch nochmal weiter in die Tiefe gehen und sicherlich auch noch ein Sunpura App Video dazu erstellen. Deshalb unbedingt noch daran denken, unseren Funky Home Channel zu abonnieren. Ja, am besten direkt jetzt. Denn nur so wird man auch weiterhin über neue Videos informiert. Alles weitere zeigen wir auf funkyhome.de, wo es auch noch eine eigene Community für Fragen und Antworten gibt und sagen schon jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schalten wir das System mal wieder aus. Und beim Ausschalten muss man unbedingt darauf achten, dass man zuerst das System ausschaltet und dann den Akku. Denn sonst würde man dem System schon den Strom direkt wegnehmen und der könnte nicht mehr sauber runterfahren und das wollen wir natürlich vermeiden. Also unbedingt erstmal das System ausschalten. Jetzt fährt es runter und aus und jetzt können wir den Akku ausschalten. Die Einschaltreihenfolge hatten wir vorhin schon gesagt, also erst die Batterie einschalten, dann den Wechselrichter. Andersrum wird es auch zum Beispiel gar nicht funktionieren, wenn wir den jetzt einschalten würden, wird ja kein Strom da sein, klar. So, jetzt aber wirklich tschüss und bis zum nächsten Mal.